Hauptmann Akta vom Sprengkommando Berlin. Er entschärfte 1016 Bomben und wurde kürzlich vom Führer mit dem Eichenlaub ausgezeichnet. Hauptmann Akta bei der Ausgabe der Einsatzbefehle an seine Männer. Wo Zeitzünder und Blindgänger Leben und Besitz gefährden, wird das Sprengkommando eingesetzt. Hauptmann Akta bei der Unschädlichmachung eines Langzeitzünders. Akta trägt auch das Verwundetenabzeichen. Er wurde bei einer Bombenexplosion schwer verletzt und war ein Jahr lang völlig erblindet. Eiserne Nerven sind Vorbedingung für das unheimliche Kriegshandwerk dieser Männer. Technisches Verständnis und genaue Kenntnis der verschiedenen Bombenarten, die Voraussetzungen für das Gelingen. Jeder Fehlgriff kann im Bruchteil einer Sekunde das Leben kosten. Panzerfaustschießen in einer deutschen Stadt. Hier kann jeder Deutsche die Handhabung dieses vom Feind gefürchteten Panzernahbekämpfungsmittels kennenlernen. Es ist genauso einfach, wie es aussieht. Auch Frauen können diese Waffe mit Leichtigkeit bedienen. Empfängt in seinem Hauptquartier den Reichsjugendführer Axmann mit einer Abordnung von 20 Hitlerjungen, die sich bei der Verteidigung ihrer Heimat besonders bewährt haben und dafür mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet wurden. Mit diesen 20 Jungen ist vor dem Führer symbolisch die deutsche Jugend angetreten, die als treuer Helfer unserer Soldaten und des Volkssturms mutig und unerschrocken im höchsten Einsatz steht. Der Führer lässt sich von den Jungen ihre Erlebnisse schildern. Ich habe zunächst mit 13 meiner Kameraden unter dem Befehl unseres Bandführers am Stadtrand von Hindenburg West gelegen. Diesen sollten wir gegen einbrechende feindliche Panzer sichern. Als diese dann aus der Richtung Gleiwitz am 24. Januar anrollten, teilte der Bandführer uns in 2 Gruppen ein und während er mit der einen gegen die Panzer vorging, um diese selbst anzugreifen, gaben wir anderen ihm den Feuerschutz. Unser Bandführer hat 3 Panzer abgeschossen und ist dann leider bei der Vernichtung des 4. gefallen. Nachdem wir seinen Tod festgestellt hatten, mussten wir uns aus taktischen Gründen auf einen Eisenbahndamm zurückziehen. Und dort habe ich dann am Abend die unter diesem hindurchführende Straße von Gleiwitz nach Hindenburg, die den Zugang zur Stadt bildete, gesprengt. Ich war bei unserem ersten Angriff auf Befehl des Bandführers als Melder eingesetzt. Ich musste eine sehr wichtige Meldung zu den Sturmgeschützen zurückbringen und diese heranziehen. Diese kamen dann auch nach und so ermöglichten sie uns das Eindringen in das vom Feind besetzte Dorf und so hoben wir die Bereitstellung auf. Als der Russe näher an Lauban heranrückte, habe ich mich dem Kampfkommandanten von Lauban freiwillig als Melder zur Verfügung gestellt. Meine Aufgabe bestand darin, Meldungen zu den einzelnen Kompaniegefechtsständen zu bringen. Außerdem habe ich oftmals Panzerfäuste und Verpflegung in die Hauptkampflinie geschafft. Die Panzerfäuste habe ich auf Leiterwagen oder kaum unter feindlichem Beschuss in die Haarkeile geschafft. Der erste Ritterkreuzträger des deutschen Volkssturms, Bataillonsführer Ernst Tiburci, erhielt diese hohe Auszeichnung für hervorragende Einsatzbereitschaft. Durch seine Initiative wurde ein Durchstoß des Gegners in das Stadtinnere von Königsberg verhindert. Der Kampf im Osten. Der ununterbrochene Ansturm des bolschewistischen Gegners auf die Festung Breslau scheitert immer wieder an dem eisernen Abwehrwillen ihrer Verteidiger. Der Führer Niederschlesiens, Gauleiter Hanke, der die Besatzung und die Bevölkerung Breslaus mit einem fanatischen Widerstandsgeist beseelt hat. Männer und Frauen greifen mit zu, um die Stadt ständig verteidigungsbereit zu halten. Abgeschossene Sowjetpanzer in einen der schwer umkämpften Stadtteile Breslaus. Aus der Festung Königsberg. Der Festungskommandant General Lasch. Gauleiter Koch. Volkssturm beim Einrichten von Stellungen. Alarm in den Ruinen.
In Kellergewölben sind die Verwundeten untergebracht. Bewährte Einzelkämpfer der Infanterie in Königsberg werden ausgezeichnet. Beim Abtransport der gefährdeten Bevölkerung Ost- und Westpreußens vollbrachte die deutsche Kriegsmarine vorbildliche Leistungen. Weit über 500.000 Flüchtlinge wurden auf Seefahrzeugen in das Reich zurückgebracht. Auch für unsere kämpfende Truppe leistet die Kriegsmarine immer wieder treue Waffenhilfe. In starken Geleitzügen wird für die Kurlandkämpfer laufend Nachschub herangeschafft. Die Besatzungen unserer Seestützpunkte werden in ihrem Widerstand durch die Kriegsmarine ständig unterstützt. Schwere und mittlere Einheiten nehmen Bereitstellungen des Feindes an der Küste unter Feuer. Trotz schwerster Belastungen durch einen heimtückischen Bombenterror erfüllt das deutsche Volk pausenlos weiter seine Pflicht. Laufend rollt der Nachschub in die Kampfabschnitte der Ostfront, wo den deutschen Soldaten ein Gegner anrennt, der in den deutschen Städten und Dörfern mit einer Bestialität haust, die in der Geschichte der Menschheit kaum ein Beispiel findet. Und wie haben sich die Soldaten und Offiziere nun in Ihrem Ort den Frauen gegenüber verhalten? Man kann hier gar nicht von Soldaten und Offizieren in diesem Sinne sprechen. Man kann hier nur sprechen von bestialischen Horden. Denn die haben sich alle gleichmäßig benommen. Alle täglich betrunken. Sie haben also alle Frauen vergewaltigt. Von Jugendlichen angefangen von 13 Jahren bis zu Frauen von 68 Jahren. Es ist in meiner Gegenwart eine 68-jährige Frau vergewaltigt worden in allergemeinster Weise. Und diese Volksgenossinnen hier auch, ja? Ja, sogar meine Mutter von 60 Jahren haben sie nicht geschont, sondern haben sie auch bestialisch vergewaltigt. Und Sie selbst auch hier? Ja, sogar meine Schwester und meine Mutter in bestialischer und tierischer Weise haben sie misshandelt. Brückenkopf Stettin. In dem seit Wochen schwer umkämpften Raum werden frische Reserven herangezogen. Grenadiere und Volkssturmmänner am Bahndamm von Altdamm im Gefecht. Im Vordergrund ein unschädlich gemachter Stalin-Panzer. Leichte und schwere Flak bekämpfen Panzer und aufgesessene Infanterie. Dieser erheblich verwundete Sturmgeschützfahrer sitzt, kaum dass er verbunden ist, wieder auf seinem Fahrzeug. Das ist der im OKW-Bericht genannte Fahnenjunker Feldwebel Schmückle mit seinen Männern. Bei seinem ersten Infanterieeinsatz hielt Schmückles Zug einen entscheidenden Punkt an der Oderfront 24 Stunden gegen eine gewaltige sowjetische Übermacht und erfüllte damit vorbildlich das Gebot der Stunde: Kämpfen und stehen.